Christine, ich habe dich so als aktive Person kennengelernt. Lebensfroh, voller Freude, voller Tatendrang. Kannst du mir mal erzählen, wie das war, wie das gekommen ist? Ich habe gehört, dass das nicht immer so war. Dass ich jetzt mit 64 und jetzt Ende September pensioniert werde und mir zutraue und dass mir auch wünsche, dass ich noch voll durch starten kann. Und zwar wirklich Sachen, die ich vorhin vielleicht noch nicht gemacht habe. Dass ich mir das zutraue und ich mich sogar freue darauf. Das hätte ich mir vor Jahren ist undenkbar gewesen. Es war absolut unmöglich gewesen. Nie vorstellbar. Im 1999 habe ich mich entschieden, für eine zweite Ausbildung zu machen, eine Vollzeitausbildung als diplomierte Ernährungsberaterin, nachdem ich ziemlich lange stellenlos war. Und unter dem Druck, die Prüfungen und die Schule wirklich zu schaffen, habe ich mich unter die Leistung gezwungen, immer zu lernen, und zwar übermässig zu lernen. Also ich bin alle Signale von meinem Körper übergangen. Ich konnte nicht mehr differenzieren, was ist jetzt wirklich wichtig und was nicht. Also ich habe einfach alles gelernt, bis ins letzte Detail gelernt und alles angeschaut und probieren auswendig zu lernen. Also es war wirklich nicht mehr gesund gewesen. Ich habe schon gespürt, dass ich müde werde, immer wie mehr erschöpft werde, und zwar im Kopf, dass ich viel schneller die Sachen, dass ich nicht mehr so schnell begreife. Aber ich habe nachher einfach noch mehr Gas gegeben. Ich habe einfach noch mehr gelernt und noch mehr einfach hinter Bücher. Und ich habe gespürt, es ist nicht gesund, es ist nicht richtig, aber ich habe das mir nicht zugelassen. Ich habe einfach die Angst, die mich getrieben hat, ich muss es jetzt einfach schaffen, hat mich einfach dorthin getrieben. Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr so in der Kraft bin. Ich habe mehr und mehr gemerkt, dass die Schöpfung immer mehr kommt. Das ist klar, irgendwann kommt sie. Aber ich habe dem keine Beachtung geschenkt. Ich habe dort geschaut, dass ich einfach immer weiter mich antreibe, ja, nicht aufgeben. Gemerkt habe ich es vor allem, das war dann wirklich frappant, dass ich am Morgen nicht mehr richtig aufstehen konnte, wenn ich so erschöpft war. Damit ich überhaupt fähig war, am Morgen aufzustehen, wenn der Wecker weggegangen ist, musste ich einen Satz nehmen aus dem Bett. Also, der Wecker ist gegangen und ich bin dieser Sekunde bin ich neben dem Bett gestanden. Nur so habe ich es geschafft, überhaupt aus dem Bett zu kommen. Wenn ich nur eine Sekunde, zwei hätte gewartet und mir Zeit genommen hätte, wäre ich gar nicht mehr aufgestanden. Ich hatte gar keine Kraft mehr gehabt. Also, es war die einzige Methode, überhaupt aufzustehen. Also da sieht man die Tragweite, den Zustand, den ich hatte. Also so in diesem Zustand bin ich in die mündliche Prüfung und habe nachher eine Beziehung aufbauen mit dem Klienten. Das ist überhaupt nicht mehr gegangen. Ich konnte keine Verbindung mehr stellen zu dieser Person. Ich hatte auch keine Verbindung zu mir selber. Ich war hier wie abgeschnitten. Und ich habe nur noch mechanisch und nur noch routinemässig irgendwie die Beratung oben runtergeleiert. Ich habe die Prüfung selbstverständlich nicht bestanden. Ich durfte sie nachher ein Jahr später noch einmal wiederholen. Auf jeden Fall ist es nachher weitergegangen. Der Zustand ist von diesem Moment an geblieben. Der Zustand von so wie ein bedusselt sein, wie das Hirn keinen Platz mehr hat für gar nichts. Einfach die kleinsten Dinge war gerade Überlastung. Alles, was ich irgendwie mir merken oder erinnern, hat sich angefühlt, wie das Hirn sich übervoll anfühlen wie eine Zitrone, die zusammengedrückt wird. Also ein furchtbarer Zustand. Und die Kreativität, die ich früher als Jugendliche oder Kind hatte, war völlig weg. Ich hatte keine Ideen. Ich habe einfach gemacht, was man muss. Einfach jeden Tag gelebt oder verlebt, wenn man das so will. Es war nachher so, dass mit dem Beat, nachdem wir geheiratet haben, dann diverse Schicksalsschläge noch dazugekommen sind. Einfach 6 Jahre lang waren wir praktisch in einem Ausnahmezustand, wo ein Schicksalsschlag nach dem anderen kam. Und dann bin ich an einen Moment gekommen, wo ich mir gesagt habe und gespürt habe, jetzt ist die Energie, die Kraft von mir, die Lebensenergie so aufgebraucht,
dass ich eingegangen, also ich bin buchstäblich eingegangen wie eine Pflanze, die kein Wasser hat. Nicht, dass ich nicht leben wollte, aber ich hatte keine Kraft mehr. Buchstäblich eingegangen innerlich. Und ich wusste, wenn ich jetzt nicht Hilfe bekomme, dann gehe ich kaputt. Und dann habe ich ein Gebet gemacht gegenüber und habe gesagt, lieber Gott, wenn du wirklich willst, dass ich weiterlebe, dann musst du jetzt einfach kommen, dann musst du mir helfen. Ich kann nicht mehr. Ich weiss nicht, wie es weitergeht, weil wir haben alles ausgeschöpft. Wir haben alles probiert. Wir haben uns immer irgendwie orientiert in der Heilkunde, das sagen wir Naturheilkunde. Wir haben uns psychologische Hilfe haben wir geholt. Wir haben Yoga gemacht. Wir haben Heilmassagen gemacht. Wir haben eigentlich alles, was wir machen konnten, an Greifbarem, haben wir gemacht. Und das hat absolut nichts genutzt. Und dann, es ist wirklich nicht lang gegangen und da habe ich selber gestaunt. Und ich bin so unendlich dankbar, habe ich den Flyer gefunden, im Briefkasten vom Bruno Gröning Freundeskreis. Und das ist ein Informationsvortrag, ist dort angekündigt worden und ich wusste, das ist es. Das ist jetzt die Antwort auf mein Gebet, das ich gegen aufgerichtet habe. Und ich bin gegangen an diesen Informationsvortrag, ich bin hergehockt, völlig erschöpft. Ich bin einfach nur auf den Sessel abgesessen, habe zugelassen, ich muss ehrlich sein und ehrlich zugeben, ich habe nichts verstanden, aber was ich gespürt habe, ich habe eine Kraft gespürt, die ich irgendwie ganz in meinem Tiefen wahrgenommen habe, wo ich gemerkt habe, das baut mich irgendwie auf, das hilft mir, da bin ich irgendwie angekommen. Ich bin heimgegangen. Mein Mann hat mich angeschaut und gewusst, mit der Christine ist etwas anderes. Ich habe Christine erlebt, ein paar Stunden nach dem Info oben vom Bruno Gröning Freundeskreis. Und ich habe das sofort gemerkt, dass sie komplett anders ist. Also sie hatte eine richtige Ausstrahlung wieder, eine Ertung, eine Gesetztheit, ein Wohlgefühl hat mir ihr angesehen. Es geht ihr wieder richtig gut. Also das hat mich fast umgehauen. Und ich musste ehrlich sagen, das wollte ich auch. Christine ist viel vom Coiffeur gekommen mit einer neuen Frisur. Ich habe doch das nie gesehen. Ich habe das erst gesehen, wenn sie gefragt hat, ob etwas anderes ist. Aber das habe ich sofort bemerkt auf einen Schlag. Und das hat mich so beeindruckt, dass ein Mensch ohne einen Zwischenraum, ohne eine Entwicklung, auf einen Schlag komplett anders dasteht. Das ist sehr bemerkenswert. Und ich habe mehr und mehr gemerkt, wie ich von innen aus Kraft mehr und mehr tanken kann. Ich habe nicht sofort gemerkt, dass sich alles verändert, aber ich habe gemerkt, dass ich immer wie mehr an Kraft aufbaue, dass aber in mir innen immer wie mehr eine Wandlung geht. Ich habe vorne funktioniert, ich habe Ängste, ich habe mich aufgeführt wie eine Marionette, ich wollte immer einem Bild entsprechen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, ich muss etwas sein oder jemanden darstellen. Ich habe eine Rolle gespielt und das ist mit der Zeit einfach weg. Das ist immer wie mehr bin ich mir selber geworden. Es ist mir vorgekommen wie eine Zwiebel, die sich entblättert und jetzt der Urkern von meinem wirklichen Wesen vorkommt. Und das ist unbeschreiblich, das kann ich in Worten gar nicht fassen. Und ich bin so unendlich dankbar, dass ich das dafür wirklich erlebe. Weil mein Leben hat sich völlig verändert. Und zwar in der
grundlegendste Substanz. Ich bin gesund, ich bin kerngesund, ich bin vital, ich habe Energie, ich tue mir Sachen zumuten, die ich früher nie in meinem Leben zugemutet habe. Ich kann von Leuten singen, die ich früher nicht hätte können. Es muss nicht unbedingt richtig sein, aber ich lasse mir das nicht mehr nehmen. Ich spiele Instrumente spielen, die mir eine grosse Freude macht. Auch vor Leuten, die ich mir früher auch nicht hätte denken können. Ich kann im Beruf vor Leuten herstehen und Gruppenberatungen machen, dank dem, dass ich auch eine Aufgabe habe, übernommen im Freundeskreis als Gemeinschaftsleiter. Und da habe ich gemerkt, da hat mich auch wieder mehr und mehr aufgebaut. Breitflächig kann ich alles, was ich jetzt bekomme im Freundeskreis, kann ich im Alltag, im Berufsleben einbringen. Und ich blühe einfach auf. Es ist einfach so wunderbar, dass man dort alles darf beanspruchen, die Gemeinschaftsstunden. Man darf an die Büchertische und man darf als Spende, so wie es für einen stimmig ist, so wie es mir im Herzen auch spüren, darf man geben. Wer viel hat, gibt mehr. Wenn man weniger hat, gibt man weniger. Und das gibt so eine Freiheit. Man muss nicht immer schauen, kann ich mir jetzt das leisten, kann ich mir das nicht leisten, sondern ich darf aus dem Herzen herausgeben, was ich das Gefühl habe, jetzt kann ich geben und das will ich auch geben. Und jetzt werde ich nächstens pensioniert und ich habe das Gefühl, ich kann wieder voll durchstarten. Das fängt erst jetzt richtig an und ich freue mich für die Zeit, weil ich möchte mir noch viel mehr zutrauen und noch viel mehr aus dem Vollen schöpfen. Und zwar das, was Gott für mich wirklich wahrhaftig von Anfang an gedacht hat. Ja, ich kann nur Danke sagen. Die Dankbarkeit ist unbeschreiblich gross.